Masche für Masche, mit Liebe handgemacht. So, ihr Lieben, willkommen zum zweiten Teil der Tutorial-Reihe für diesen süßen Drachen. Im ersten Teil haben wir ja äh, der Grundteil ja schon gehäkelt. Jetzt häkeln wir da noch weitere Details, und zwar machen wir die Ohren. Das sind eigentlich ganz kleine, niedliche Öhrchen hier. Ich muss dann noch schauen, genau in welcher Position ich die anbringen möchte. Aber ich habe sie bewusst einfach nicht zu groß gemacht, weil es kommen dann noch Hörner und Spitzen und ja, es kommt dann noch einiges auf uns zu, und deswegen habe ich einfach jetzt gedacht, ich mache da nicht so riesen Ohren, sondern nur so kleine, niedliche Öhrchen, und die gehen auch ganz, ganz schnell. Und zwar machen wir hier einen magischen Ring mit 6 festen Maschen. Eins, 2, 3, 4, 5, 6. Wir ziehen hier den Ring auch wieder zusammen. So. Und jetzt drehen wir die Arbeit. Also das heißt, wir schließen hier den Ring nicht, sondern ich drehe das Ganze und steche direkt in die erste Masche ein. Da mache ich eine Festmasche. In die zweite werde ich verdoppeln. Danach kommt wieder eine Festmasche. Die nächste wird wieder verdoppelt. Dann wieder eine feste Masche. Und die letzte Masche wird wieder verdoppelt. Das heißt, im Prinzip kurz und bündig eine Festmasche, einmal verdoppeln und das dreimal wiederholen. Gut, und jetzt lege ich einfach das Ohr zusammen, steche hier in die erste Masche ein, der gegenüberliegenden Seite, und schließe mir das mit einer Kettmasche. Den Faden schneide ich mir wieder, aber nicht zu kurz, denn den brauchen wir auch wieder zum Annähen. Und der Anfangsfaden hier hinten werde ich natürlich auch wieder vernähen. Und ich bringe die Ohren also erst an, wenn ich die Hörner dann gehäkelt habe, eventuell auch noch die Spitzen, damit ich da wirklich schön sehen kann, welche Position ich dann für die Ohren brauche. Genau. So, das wäre das erste Ohr. Das kann ich mir jetzt da schon mal irgendwo reinstecken, damit ich ungefähr weiß, wo ich was haben will. Und beim zweiten Ohr, das muss ich hier auch noch vernähen. Das habe ich noch nicht gemacht. Und dann würde ich sagen, wir fahren gleich weiter mit den Hörnern. Die werde ich auch in Hellrose, glaube ich, machen, weil ich finde das noch sehr schön, weil wir da so viel das ja, Taubegrau oder wie man das auch immer nennt, verwendet haben, gibt das da schon eine schöne Auflockerung, und es ist dann nicht alles so
dunkel gehalten. Klar, das Taubegrau ist auch nicht sehr dunkel und ich finde, es passt wirklich hervorragend zu Rosé. Jetzt könnt ihr das mal so sehen. Ich habe es jetzt einfach mal so Handgelenk mal Pi angebracht. Das ist ja noch nicht die finale Position. Gut, meine Lieben, dann geht's weiter mit den Hörnern. So, das Horn sieht so aus und da brauchen wir natürlich 2 Stück davon. Und das zweite häkle ich mit euch zusammen. Wir machen einen magischen Ring mit 5 festen Maschen. Eins, 2, 3, 4, 5. Ich ziehe mir hier den Ring zusammen. In die nächste mache ich eine Kettmasche rein. Und jetzt muss ich noch einen Marker haben. Habe ich da irgendwo noch so ein kleiner Faden, der da rumliegt? Meiner habe ich da schon wieder verloren. Nehme ich den hier. Ich habe ja überall so Fäden, die da rumliegen. Gut, in der nächsten Runde machen wir eine Zunahme, also einmal verdoppeln. Dann eine Festmasche. In die nächste Masche wieder eine Festmasche. In die nächste machen wir wieder eine Zunahme. Und in die letzte Masche eine feste Masche. Ich werde jetzt hier den Anfangsfaden gleich wieder vernähen. Erstens, dass der mir nicht vergessen geht. Und zweitens weiß ich nicht, ob mir das dann zu eng wird, das Ganze. Gut, jetzt klappe ich das Ganze schön um hier. Nehme mir den Faden wieder und jetzt häkeln wir 2 feste Maschen. 1, 2, einmal verdoppeln. Zwei feste Maschen. 1, 2, einmal verdoppeln. 1, 2 und in die letzte Masche eine feste Masche. Setze den Faden neu an und jetzt häkeln wir 2 Runden je 9 feste Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, Entschuldigung, 6, 7, 8, 9. Ich setze den Faden wieder neu an und dann häkeln wir nochmals 9 feste Maschen. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Am Schluss mache ich eine Kettmasche und ja, schneide den Faden ab, ein bisschen länger, weil wir brauchen den ja dann noch zum Annähen. Und dann könnt ihr die Hörner dann auch leicht mit Füllwatte stopfen. Ich würde sie jetzt da nicht allzu stark, aber so, dass sie eine schöne Form bekommen. In etwa so. Ich mache den zweiten auch gleich. Dann habe ich das schon mal gemacht. So. Gut, das wären die 2 Hörner. Jetzt machen wir das Nasenloch. Das geht ganz, ganz einfach. Da machen wir 6 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und dann verbinde ich hier die erste Masche mit einer Kettmasche und schon ist unser Nasenloch fertig. Davon braucht ihr natürlich auch 2. Die werden dann einfach angenäht. Ich zeige es euch dann am Schluss. Danach brauchen wir noch die Augenbrauen. Da muss ich kurz die Wolle holen. So, ich war nämlich auf dem Balkon. Es war so schönes Wetter und da habe ich ein bisschen rumgedüftelt und die Wolle blieb dort liegen. Die geht auch ganz, ganz schnell. Da mache ich 4 Luftmaschen. 1, das ist die zweite, die dritte, die vierte. Jetzt mache ich noch eine 5. und steche aber hier in die zweite Masche ein und häkle die Maschen zurück. 1, 2, 3, 3. Und die letzte, die 4. Masche, da mache ich eine Kettmasche. Und dann ist auch das Augenlid auch schon fertig. So, da brauche ich jetzt noch ein zweites. Ich habe das ganz vergessen, ehrlich gesagt. Und dann muss ich dann die Wolle wieder nach vorne holen. Ich glaube, ich mache das gerade, dann stimmt das nämlich auch. 3, 4, 5. Weil wenn man da nicht immer gerade alles sofort gleichzeitig macht, ja, häkelt man einfach anders und es sieht dann schlussendlich gar nicht mehr gleich aus. Aber ihr habt gesehen, die Augenlider sind sehr schnell zu machen. Wenn ich jetzt da hier in die letzte Masche reinkommen würde, so, gut. Dann sollten die nämlich auch von der Größe her stimmen. Weil ich mache immer, wenn ich 2 Sachen machen muss, 2 Augenlider, 2 Hörner, 2 Ohren, was auch immer, 2 Beine,
dann häkle ich die nacheinander. Super, das passt auch perfekt. Die Ohren haben wir ja schon gemacht. Und jetzt, was ich mit euch machen möchte, sind diese schönen Flügel. Hoppla, ich habe die nämlich da schon mal einmal ein bisschen festgesteckt gehabt, damit ich da so ein ungefähr weiß, wo was hinkommt, damit ich da nachher die richtige Position habe. Ich muss da mir noch kurz etwas anbringen. So, da habe ich noch das zweite Nasenloch. Perfekt. Gut, die Augenlider. Dann kann ich euch nämlich dann auch ungefähr zeigen, wo ich was hinmache. Dann könnt ihr das nämlich auch selbstständig dann annähen. Weil das braucht halt immer auch noch relativ viel Zeit, das Ganze annähen, damit ihr auf jeden Fall Bescheid wisst, wo ich was hin mache. Also bevor wir jetzt diese tollen Flügel häkeln, möchte ich euch kurz ein Update geben. Und zwar, ich habe hier schon eine Stachel gehäkelt, damit ich ungefähr weiß, wo ich meine Hörner und Ohren hin möchte. Die Nasenlöcher, die kommen natürlicherweise hier. Die werden einfach schön rundum dann angenäht. Die Augenlider, die werde ich auch ziemlich nahe am Auge anbringen dann. Hier am Kopf vorne möchte ich eben beginnen mit den Stacheln, aber die zeige ich euch dann noch, wie wir die machen. Und dann habe ich hier die Ohren, die Hörner auf beiden Seiten. Und da wisst ihr schon mal Bescheid, wo was hingehört. Wie gesagt, die Stacheln zeige ich euch dann noch. Und der Flügel, der kommt dann hier hinten am Rücken. Und den zweiten, den häkeln wir jetzt zusammen. Also der süße Kerl ist da richtig mit Fäden und allem Möglichen behangen, aber ich finde ihn schon echt süß, ich muss sagen. Und wenn er dann wirklich fertig ist, dann wird das schon einen schönen Hingucker, finde ich. Gut, die Flügel, die sind eigentlich auch ganz einfach zu machen. Wir machen 20 Luftmaschen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Wir stechen nicht in die erste, sondern in die zweite ein und häkeln 19 Festmaschen zurück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19. Gut, jetzt mache ich eine Wendeluftmasche, drehe die Arbeit. In der nächsten Runde häkeln wir 17 feste Maschen. Also da steche ich auch wieder in die zweite, nicht in die erste hier, sondern in die zweite ein und dann häkeln wir 17 Maschen. Also 1 habe ich schon, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 und die 17. Dann habt ihr hier schon einen kleinen Absatz. Dann machen wir wieder eine Wendeluftmasche. Ich drehe die Arbeit wieder und jetzt häkeln wir 16 Festmaschen. Auch wieder in die zweite Masche einstechen und 16 feste Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ich mache wieder eine Wendeluftmasche und jetzt häkeln wir 14 feste Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Wieder eine Wendeluftmasche und jetzt häkeln wir 12 feste Maschen und immer in die zweite Masche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 10, 11, 12. Dann machen wir wieder eine Wendeluftmasche und häkeln jetzt 10 feste Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eine Wendeluftmasche. Jetzt häkeln wir nochmals 10 Maschen und damit wir wirklich 10 Maschen bekommen, müssen wir natürlich
in die erste Masche einstechen. Also jetzt hier, hä? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jetzt gehen wir hier unten in die Ecke, machen hier eine feste Masche, dann gehen wir hier unten in die nächste Ecke und machen auch eine feste Masche. Ich häkle wieder eine Wendeluftmasche und jetzt häkeln wir 9 feste Maschen. Also auch wieder von der zweiten jetzt wieder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ich mache wieder eine Wendeluftmasche und jetzt häkeln wir 12 feste Maschen. Auch wieder von der zweiten Masche aus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Da bin ich hier nachher, wo wir angefangen haben eigentlich. Und dann machen wir noch eine Kettmasche. Super, dann können wir den Faden schneiden, nicht allzu kurz. Wir brauchen da noch ein bisschen Faden zum Annähen. Und dann ist unser Flügel auch schon fertig. Jetzt haben wir da unsere wunderschönen Flügel, die 2 Stück hier. Oh, was habe ich denn da drin? Ein Knoten von der Wolle selber. Ich drücke den da mal ein bisschen nach hinten. Das habe ich jetzt gar nicht gesehen. Gefällt mir nicht so gut. Hier hat es noch einen kleinen Faden. Den muss ich auch gleich abschneiden, weil sonst geht mir das dann vielleicht unter Umständen noch vergessen. So, und dann können wir diese tollen Flügel hier hinten dann anbringen. Ich zeige euch das mal kurz, wie ich mir das so vorgestellt habe. Jetzt habe ich fast keine Stecknadeln mehr. Hier ist noch eine. So. Die zweite kommt dann hier. Das heißt, ich nehme hier jetzt mal die Stachel weg, weil die kommen ja den ganzen Rücken runter, damit ich da nachher so in etwa die Position weiß, wie ich die Flügel anbringen muss. Dann habt ihr da auch ein bisschen eine Vorstellung. Ich zeige es euch nachher, ich lege ihn auf den Bauch und dann könnt ihr das dann vielleicht besser erkennen. So, meine Lieben, so ist so mein Gedanke. Hier kommen dann die Stacheln vom Kopf nach unten, über den Rücken und dann nachher natürlich über den Schwanz. Und genau hier werde ich in etwa nachher die Flügel montieren. Genau.
Gut, ich muss mal gucken, ob ich da schon anfange mit Annähen oder ob ich zuerst dann noch den Schwanz häkeln möchte. Ich glaube, wir machen zuerst noch den Schwanz. So, meine Lieben, es geht weiter mit dem Schwanz. Ich werde die Schwanzspitze in Rosé machen und den Rest dann in diesem Taubengrau. Genau. Wir beginnen mit einem magischen Ring und häkeln da 6 feste Maschen raus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich möchte da jetzt den Ring zusammenziehen, aber irgendwie harzt es. Ja, jetzt kommt's. Gut, dann werde ich in der nächsten Masche hier eine Kettmasche machen. Setze mir jetzt meinen Marker, meinen Faden und jetzt häkeln wir eine Festmasche einmal verdoppeln und das 3-mal wiederholen. Dann habt ihr dann insgesamt 9 Festmaschen. Also eine feste, einmal verdoppeln, eine feste, einmal verdoppeln, dann sind wir schon bei 2 Wiederholungen. Und jetzt noch ein letztes Mal eine feste und einmal verdoppeln. Ich werde jetzt auch gleich wieder den Anfangsfaden hier verknoten, weil nachher geht das dann nicht mehr so gut. So. Dann setze ich mir den Marker wieder neu. Hoppla, meinem Drachen wird's schlecht. Der hat da so viel Gehänge. Also nachher muss ich da wirklich die Sachen annähen. In der nächsten Runde häkeln wir einfach unverändert 9 feste Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und die 9. Masche. Dann geht's weiter. Wir häkeln 2 feste Maschen, einmal verdoppeln und das 3-mal wiederholen. Dann haben wir dann 12 feste Maschen. Also 2 feste Maschen, 1, 2, einmal verdoppeln. Dann nochmals 2 feste Maschen, 1, 2, einmal verdoppeln, dann sind wir bei 2-mal und jetzt machen wir das Ganze noch ein letztes Mal. 1, 2 und einmal verdoppeln. Danach häkeln wir 2 Runden unverändert
12 feste Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Das war die erste Runde. Jetzt machen wir nochmals eine Runde mit 12 festen Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 und die 12. Masche. In der nächsten Runde häkeln wir eine Festmasche, einmal verdoppeln und das dreimal wiederholen. Also eine feste, einmal verdoppeln, das ist das erste Mal, eine feste, einmal verdoppeln, dann sind wir bei zweimal, eine feste, einmal verdoppeln, sind wir bei dreimal. Und jetzt sollten eigentlich noch 6 Maschen übrig bleiben. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und dann haben wir jetzt insgesamt 15 Maschen. Ich denke, diese Länge mit der rosafarbenen Spitze reicht jetzt. Jetzt werde ich den Farbwechsel machen und zwar steche ich hier einfach ein, hole mir jetzt die andere Farbe. So. Ziehe mir das so durch die Masche. Ja, das reicht. Und jetzt häkeln wir 2 Runden unverändert 15 feste Maschen. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 und die 15. Masche. Hier mache ich eine Kettmasche, damit ich das Ganze schließen kann, aber nur ins vordere Maschenglied. So, dann werde ich hier noch die beiden Fäden verknoten. So, und diese Fäden stecke ich mir jetzt da mal rein, dann kommen die mir aus dem Weg. Ich stoße sie direkt schön in die Schwanzspitze. So. Dann geht es weiter. Wir müssen nochmals eine Runde mit 15 festen Maschen häkeln. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 und ein letztes Mal das 15. Mal. Gut, in der nächsten Runde häkeln wir 2 Festmaschen, einmal verdoppeln, das 3-mal wiederholen und am Schluss sollten wir dann noch 6 feste Maschen haben. Dann haben wir insgesamt 18 feste Maschen. Gut, 1, 2 feste, dann einmal verdoppeln, dann sind wir bei einmal, dann wieder 2 feste, 1, 2, dann einmal verdoppeln, dann sind wir bei zweimal. Heieiei, ich habe da wirklich ein Genusch. Dann nochmal 2 feste Maschen, 1, 2, einmal verdoppeln und bis Reihenende häkeln wir noch 6 feste Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. In der nächsten Runde häkeln wir einfach 18 feste Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 und die 18. In der nächsten Runde häkeln wir 3 Festmaschen, einmal verdoppeln, das 3-mal wiederholen und dann bleiben uns noch bis Ende Reihe 6 feste Maschen und dann haben wir insgesamt 21 feste Maschen. Also eine feste, die zweite, die dritte feste, dann verdoppeln wir einmal, dann sind wir bei einmal, wieder 3 feste Maschen, 1, 2, 3, einmal verdoppeln, dann sind wir bei zweimal, wir häkeln nochmals 3 feste, 1, 2, 3, einmal verdoppeln, dann sind wir bei 3 Wiederholungen. Und jetzt häkeln wir noch 6 feste Maschen bis Ende Reihe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. In der nächsten Runde häkeln wir 4 feste Maschen, einmal verdoppeln und das 3-mal wiederholen. Und dann bleiben uns noch 6 feste Maschen bis Ende Reihe. Und dann solltet ihr 24 feste Maschen haben. 1, 2, 3, 4, einmal verdoppeln. Dann nochmals 1,
2, 3, 4. Einmal verdoppeln und ein letztes Mal 1, 2, 3, 4. Einmal verdoppeln. Und jetzt bleiben uns noch 6 feste Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gut, jetzt haben wir 24 feste Maschen. Ich werde jetzt das Ganze ein bisschen auffüllen hier. Ich werde jetzt und jetzt sieht man natürlich da schon ein bisschen die Form. Ursprünglich wollte ich eigentlich den Schwanz so haben. Das könnt ihr natürlich. Aber diejenigen, die mich kennen, die wissen ganz genau, dass ich da plötzlich noch irgendetwas ändere. Auch das sieht schön aus, aber ich möchte ihn jetzt wirklich noch ein bisschen länger haben irgendwie. Mein Plan war auch, dass der Schwanz da vielleicht noch ein bisschen nach vorne kommt. Also ich muss jetzt mal schauen, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ich werde da bestimmt sicher jetzt noch 10 Runden mit je 24 festen Maschen nach oben häkeln. Ich sag's euch nachher ganz genau, wie viele Runden ich nach oben gehäkelt habe, weil, wie gesagt, ich möchte ihn ja hier nach vorne ziehen und dann hinten anbringen und nicht einfach nur gerade hinten raus. Genau. Und das habe ich eben vorher noch nicht bedacht. Und ja, darum häkle ich jetzt einfach mal meine 10 Runden. So, meine Lieben, ich habe jetzt meine Wolle bis aufs Letzte gebraucht. Ich habe jetzt da für den Drachen ungefähr, ja, ein bisschen weniger als 2 Knäuel gebraucht, vielleicht ein bisschen mehr als 1,5. Und das ist mir jetzt übrig geblieben. Das brauche ich unbedingt noch zum Annähen. Und ich schaffte da nur 8 Runden. Ich wollte eigentlich 10 Runden häkeln, aber das lag nicht mehr drin. Gut, was ich mir jetzt auch noch überlegt habe, mit einem Draht zu arbeiten, dass ich den Schwanz vielleicht besser biegen könnte. Ich habe den mir einfach mal so abgemessen in einer passenden Länge. Dann biege ich das Ganze hier noch ein bisschen um, dass da keine Verletzung entstehen kann. Und jetzt, ich habe ja hier unten schon ein bisschen aufgefüllt. Jetzt steche ich das hier einfach ein bisschen rein hier und fülle den Rest des Schwanzes noch auf mit Füllwatte. Und dann gucken wir mal, wie das wird. Ansonsten, wenn es mir nicht gefällt, nehme ich den Draht halt einfach wieder raus. Von dem her ist ja das absolut kein Problem. Aber wie es ausschauen könnte ich mir vorstellen, dass das noch eine gute Idee wäre. So. Noch ein bisschen mehr. Hier alles
schön auffüllen und ich achte jetzt einfach darauf, dass der Draht möglichst mittig liegt. Und schaut mal, dann kann man hier den Schwanz wirklich biegen. Jetzt habe ich natürlich den Draht nicht bis zuvorderst, aber wenn ich den jetzt so anlege, sieht doch das auch echt schön aus. Der muss ja nicht ganz gerade sein. Man kann ihn natürlich wieder zurückbiegen in jede Richtung, die man dann eben gerne haben möchte. Aber ich finde das noch eine tolle Idee hier. Gut, und genau so werde ich den jetzt hier am Körper anbringen. Eigentlich wollte ich ja, dass der Schwanz noch mehr nach vorne kommt. Wenn ihr noch genügend Wolle habt, könnt ihr das gerne versuchen. Bei mir reicht es leider nicht mehr. Und jetzt würde ich mal sagen, ich entferne da alle meine Sachen und werde jetzt als erstes mal diesen Schwanz anbringen, weil jetzt habe ich da wirklich echt viel Zeugs dran, das jetzt wirklich zuerst ja, angenäht werden muss. Sonst komme ich da überhaupt nicht mehr mit. So, ups. Ich glaube, ich mache das mal ohne euch. Und dann häkeln wir da den Schwanz zusammen an. Obwohl, ich bin jetzt dann gleich fertig, dann können wir gleich loslegen. So. Gut. So, meine Lieben, ich halte mir den jetzt mal so hin. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich da mit den Stecknadeln das Ganze ein bisschen befestigen kann. Und dann nehme ich mir hier die Stopfnadel. Das sieht hier auch recht eng aus. Ich weiß wirklich nicht, ob ich da durchkomme, die ganze Reihe. Sieht nicht so gut aus für mich. Aber dann muss ich halt mit einem anderen Faden arbeiten. Aber ich musste dort natürlich unbedingt die Reihe fertig kriegen. Ihr seht, ich nähe das alles wieder ganz normal an, wie wir die Beine auch angenäht haben. Es ist ja immer wieder dasselbe Verfahren. Und ich denke, den Rest könnt ihr selbstständig hier annähen. Und dann werde ich auch noch die anderen Sachen annähern und dann zeige ich euch, wie das dann so bei mir ausschaut. Und dann sollten wir natürlich auch noch die Stacheln häkeln. Die braucht es dann natürlich auch noch. Und das Gesicht noch aussticken. Ja, es gibt schon noch ein bisschen Arbeit. Aber ich finde, es lohnt sich. Er ist wirklich hübsch geworden. Gefällt mir extrem gut. So, bitte, das muss noch reichen. Ich habe echt Angst, dass mir das in den letzten Zügen nicht mehr reicht. So. Hoppla.
ich glaube, ich könnte es schaffen. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich schnell arbeite, reicht die Wolle länger. Ich weiß auch nicht. Es ist doch psychisch total blöd. Aber ich weiß nicht, habt ihr das manchmal auch so? Dann denke ich, ja, wenn du jetzt ein bisschen schneller arbeitest, dann reicht dir noch die Wolle. Ach Gott. Nun ja, doof. Aber manchmal kommen mir so unglaublich blöde Ideen. Und jetzt reißt mir noch der Faden. Das glaube ich ja nicht. Nein, das darf ja jetzt nicht wahr sein. Jetzt habe ich hier noch so einen blöden Mist gemacht. Ich bin da nicht ganz durch die Masche hindurch. Und jetzt hat es mir natürlich hier die Wolle verletzt. Ja, super. Jetzt, was mir nämlich gereicht hätte, mache ich noch so einen blöden Fehler. Ach du meine Güte. Ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt hier unten auch noch so. Vielleicht schaffe ich es. Ja. Ach, aber schaut mal, der sieht wirklich ramponiert aus, das arme Ding. Aber es muss mir jetzt einfach noch für 2 Stiche reichen. So, ganz vorsichtig. Jetzt wird es natürlich schwierig, wenn die Wolle verletzt ist das gar nicht mehr so einfach. Ach mein Gott. Ich hoffe, euch passiert das nicht auch. Ansonsten müsst ihr da wirklich ganz, ganz vorsichtig arbeiten. Wisst ihr was? Das schneide ich jetzt weg, das hat keinen Sinn mehr. Das bringe ich nicht mehr durch. Und ich bin jetzt da nämlich am Ende angekommen, Gott sei Dank. Und jetzt werde ich hier gleich einen Knoten machen und das Ganze verstecken. Also ich bin jetzt richtig happy, dass mir da die Wolle schön gereicht hat. Da guckt noch was Kleines raus. So, das schneiden wir weg. Das auch. Und so, mein Schwanz hält. Der Rest fällt alles runter. Und jetzt guckt mal, jetzt könnt ihr das hier ein bisschen biegen. Nicht allzu stark, sonst hätte ich da nach vorne gehen müssen. Ich habe jetzt einfach nur hier ein bisschen gebogen. Gut, aber ich finde, das sieht echt toll aus. So, meine Lieben, was ihr natürlich auch machen könntet, ist der Schwanz hier natürlich so mit einem Stich am Bein noch befestigen. Das wäre natürlich auch noch eine Variante. Ich muss mal schauen, wie das dann schlussendlich ausschaut. Das sehe ich dann erst am Schluss. Aber das würde auch noch cool aussehen hier. Mal gucken. Der ist ja schnell angenäht dann.
finde ich jetzt wirklich noch schön. So, meine Lieben, ich werde jetzt alle meine kleinen Teile noch annähen hier und dann geht's dann gleich weiter. So, ich habe jetzt da schon einiges angenäht und zwar die beiden Hörner, die habe ich da auch leicht nach vorne gebogen. Dann die beiden Ohren, dass die da ein bisschen seitwärts gucken. Dann die zwei Nüstern hier und da bin ich dann mit dem Essstäbchen rein und habe da noch so ein kleines Loch gemacht und einfach ein bisschen reingestochen und dann sieht man hier wirklich schön die Löcher. Was ich noch gemacht habe, ich habe noch die Augen ein bisschen eingezogen und jetzt kann ich da auch meine Augenlider anbringen und die werde ich wirklich schön oberhalb des Auges so annähen. Und das mache ich auf beiden Seiten. Der Schwanz, da habe ich mich jetzt wirklich entschieden, dass ich den nach vorne gebogen haben möchte und dass er mir auch ja, die Position schön hält, habe ich ihn hier einfach mit ein paar Stichen am Bein noch befestigt. Genau, so. Der muss da noch, wir müssen dann am Schluss dann das Ganze noch ein bisschen, ja, zurecht drücken hier, dass das alles schön ausschaut, weil vom Annähen und so drückt man natürlich immer wieder an der Puppe rum. Meiner hat jetzt da auch, ich habe eigentlich ursprünglich gedacht, dass der Kopf gerade ist, aber der schaut jetzt leicht schräg, aber ich finde das richtig hübsch. Ich weiß nicht, ob ihr das so gut erkennen könnt. Der guckt jetzt wirklich ein bisschen schräg und das finde ich so niedlich, weil er ist ja so ein süßer Babydrache. Das passt jetzt wirklich super. Vielleicht ist das jetzt vom ganzen Ziehen und Stoßen und hat sich der Kopf ein bisschen, ja, abgeschreckt. Aber ich finde das ganz toll, muss ich sagen. Gefällt mir besser, als wenn der Kopf ganz gerade ist. Es hat noch mehr so den Baby-Effekt. Gut, meine Lieben, ich werde jetzt hier noch die zwei Augenlider annähen und vielleicht bringe ich da auch schon ein paar Stacheln an. Die werde ich euch dann noch zeigen, wie ihr die häkeln müsst. Ich habe da schon ein paar vorbereitet, aber die könnte ich eigentlich schon mal annähen. Diejenigen, die ich habe. Gut, dann mache ich das jetzt und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. Oh, Entschuldigung, es ist schon echt spät, aber ich möchte da wirklich den süßen Kerl irgendwie fertig bringen. Ich darf euch gar nicht sagen, wie viel Uhr das wir haben. Aber ihr könnt es euch denken, wenn ich da so am Gähnen bin, dass es schon sehr, sehr früh morgens ist. Okay, dann geht's gleich weiter. So, jetzt möchte ich mit euch noch die Stacheln häkeln und zwar brauchen wir 9 Stück von den größeren Stacheln und die häkeln wir wie folgt. Wir machen einen magischen Ring mit 6 festen Maschen. Eins, 2, 3,
4, 5, 6. Den Ring ziehe ich zusammen, mache in die erste eine Kettmasche. Dann setze ich mir meinen Marker. Und jetzt häkeln wir eine Festmasche, einmal verdoppeln und das 3-mal. Eine Festmasche, einmal verdoppeln, dann sind wir bei einmal. Eine Festmasche, einmal verdoppeln, sind wir bei 2-mal. Eine Festmasche, einmal verdoppeln, dann sind wir bei 3-mal. Ich werde mir jetzt den Anfangsfaden hier gleich verknoten. So. Jetzt versetze ich mir den Marker nochmals und drücke das Ganze so nach außen. Und jetzt häkeln wir einfach eine Runde 9 feste Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Am Schluss mache ich eine Kettmasche. Und jetzt stülpe ich da den Restfaden noch rein hier, lege das Ganze schön zusammen und häkle das auch noch die beiden Seiten zusammen. 1, 2, 3 Festmaschen. Und in die letzte Masche mache ich eine Kettmasche. So, dann können wir den Faden schneiden, nicht zu kurz. Wir brauchen den dann noch zum Annähen. Das wäre jetzt der große Stachel und von diesen braucht ihr 9 Stücke. Jetzt machen wir noch den kleinen. Von diesem brauchen wir 4 Stück. Da mache ich auch wieder einen magischen Ring mit 6 festen Maschen. Eins, 2, 3, 4, 5, 6. Ich ziehe den Ring wieder schön zusammen. Mache auch hier wieder am Anfang eine Kettmasche. Setze meinen Faden wieder als Marker ein. Und jetzt häkeln wir auch wieder eine Festmasche, einmal verdoppeln, das 3-mal. Eine Festmasche. Einmal verdoppeln. Eine Festmasche. Einmal verdoppeln, dann sind wir schon bei 2-mal. Eine Festmasche. Und einmal verdoppeln, dann sind wir bei 3-mal. Und am Schluss mache ich wieder eine Kettmasche.
So, dann werde ich mir hier den Anfangsfaden auch wieder verknoten. Eins, zwei, so, das reicht auch schon. Und dann stülpe ich das Ganze auch wieder über den Finger hier. Den Restfaden, das ist jetzt hier ein bisschen viel. Wo habe ich meine Schere liegen lassen? Ich mache den hier noch ein bisschen kürzer. So. Dann stülpe ich den Restfaden auch wieder ins Innere. Und auch hier werde ich dann wieder beide Seiten zusammenhäkeln. Eins, zwei, drei und bei der letzten mache ich wieder eine Kettmasche. So, auch hier schneide ich den Faden wieder ab und dann haben wir den kleinen Stachel. Genau. Und wie gesagt, da braucht ihr 4 Stück davon. So, ich habe da schon ein paar Stacheln angebracht und ich zeige euch jetzt, wie ich das gemacht habe. Dann könnt ihr dann das Ganze selbstständig annähen. Wundert euch nicht, ich habe da schon ein Flügel angebracht. Ich zeige euch das dann auch noch, wie ich das gemacht habe. Ja, das soll euch jetzt nicht irritieren. Ich werde die Stacheln wirklich schön direkt an die nächste Stachel anbringen. Und zwar nehme ich da einfach den Faden, steche unten ein, oben raus. Und das mache ich jetzt einfach bei jeder Stachel so. Das heißt, die ersten 9 großen, die werden hier am Kopf und am Rücken entlang angenäht. So, ich bin jetzt hier bei der letzten Masche angekommen. Jetzt steche ich hier in die erste Masche der vorderen Spitze hier ein. Ziehe das hier ein bisschen zusammen. Jetzt drehe ich mir hier den Drachen und gehe hier in die nächste Masche rein. Mache mir hier auch gleich einen Knoten und dann kann ich das schön zusammenziehen hier und dann werde ich einfach den Faden irgendwo durchziehen, egal wo, und schneide mir den Faden so ab. Genau. Und ihr könnt sehen, ich habe hier vorne beim Kopf angefangen, so Mitte Stirne, und dann bin ich nach hinten. Und jetzt kommt dann natürlich die nächsten 3 noch dran. Hier. Und auf dem Schwanz kommen nachher die 4 kleinen. Okay, dann wisst ihr Bescheid, wie ihr das Ganze annähen müsst. Und dann zeige ich euch, was ich da noch gemacht habe mit dem Flügel. Da ist mir nämlich auch noch eine Idee gekommen. Dann würde ich sagen, wir nähen jetzt diese Spitzen mal schön an. So, meine Lieben, ich habe jetzt hier alle
Stachel angenäht bis hier vorne, also 4 kleine reichen mir da vollkommen aus. Die Wolle fusselt da schon ziemlich. Das finde ich ein bisschen doof, aber das ist halt bei Chilene Garn so. Was ich noch geändert habe, sind die Augenlider. Ich habe einfach nur die Farbe ausgetauscht. Ich hatte ja vorher die Bärenfarbe, so wie ich hier die Stacheln gemacht habe, aber das rosafarbene gefällt mir eindeutig besser und darum habe ich das kurzerhand noch gewechselt. Genau. Jetzt geht es hier um die Flügel. Die Flügel haben wir ja schon zusammen gehäkelt, aber ihr könnt ja sehen, dass die jetzt da so schön aufstehen und da habe ich nämlich einen Draht eingezogen, damit man die da schön biegen kann, wie man will. Ich muss die dann hier noch befestigen, das habe ich noch nicht gemacht, weil ich die genaue Position noch nicht ganz weiß. Darum habe ich sie nur hier an dieser Seite angenäht und da oben, wie gesagt, das mache ich dann noch, wenn ich den zweiten Flügel angebracht habe. Gut, wie habe ich das gemacht? Ich habe mir hier ein Stück Draht genommen, in der Hälfte zusammengefaltet, dann hier ein bisschen gebogen, das Ganze umgelegt, dass man sich da nicht verletzen kann. Und dann habe ich das hier ein bisschen zusammengedrückt. Und jetzt werde ich das Ganze hier anhäkeln. Jetzt muss ich kurz gucken, wo habe ich meine Wolle hingelegt? Die war doch vorher noch hier. Ah ja, hier habe ich noch ein bisschen Rest übrig. Und jetzt steche ich einfach hier in die erste Masche ein, hole mir hier den Faden. Hier lasse ich noch ein bisschen länger, weil den brauche ich dann noch damit ich den Draht noch ein bisschen befestigen kann, mache mir hier noch eine Luftmasche. Und jetzt nehme ich mir hier einfach den Draht und häkle dann einfach mit festen Maschen rundherum an. In jede Masche eine feste Masche, bis da der ganze Draht ja, umhäkelt ist. Genau. Und wenn ich das gemacht habe, dann zeige ich euch noch kurz, wie ich da den Draht noch ein bisschen befestige, dass der mir dann nicht rausrutschen kann. So sieht das aus und jetzt machen wir das einfach bis zum Ende fertig. So, ich bin jetzt am Schluss angekommen. In der letzten Masche mache ich eine Kettmasche. So, und jetzt schneide ich mir hier noch den Faden. Und jetzt habe ich das eigentlich ganz einfach gemacht. Ich habe mir hier die Stopfnadel geholt. So, das muss hier noch ein bisschen reingeschoben werden. Und jetzt steche ich einfach hier rein. Also ihr seht ja hier den Bogen des Drahtes. Gehe einfach eine Masche weiter vorne rein. Ziehe mir den Faden hier durch. Dann gehe ich von oben rein und dann wieder von unten. Und so habe ich jetzt meinen Draht befestigt, dass der auch nicht mehr rausspringen kann hier.
Ich verknote das jetzt noch. So. Und gehe mit dem Faden noch ein bisschen dem Draht entlang. Dann kann ich mir den Faden hier auch schon abschneiden. Und auf der anderen Seite mache ich das ganz genau Gleiche. Dann nehme ich mir auch den Faden, steche hier in den Bogen ein, irgendwo, wo ich durchkomme. Ich habe natürlich das Ganze jetzt auch noch ein bisschen zusammengedrückt. Und jetzt versuche ich da auch einfach wieder das Ganze zu befestigen und natürlich zu verstecken, dass man hier den Draht möglichst nicht mehr sehen kann. Ist ja eigentlich egal, wo ihr da ganz genau durchstecht. Wichtig ist einfach, dass man den Draht nachher nicht mehr sieht. So, jetzt mache ich mir hier auch noch einen Knoten. Und gehe da auch wieder ein bisschen dem Draht entlang und komme dann irgendwo raus. Dann kann ich mir hier nämlich auch den Faden gleich schneiden. So. Und so ist jetzt auch der zweite Flügel fertig. Und ihr seht, jetzt könnt ihr den wunderbar in die Position biegen, die euch dann gefällt. Gut, jetzt werde ich den natürlich anbringen. Jetzt muss ich schauen, dass ich da auch schön spiegelverkehrt bin. Und dann stecke ich mir den hier mal so an. Und dann kann ich mir den natürlich auch gleich annähen. Das können wir dann selbstständig machen. Und wie gesagt, ich gucke dann, wie ich genau die Flügel will. Und da gebe ich dann einfach noch ein paar Stiche dazu. Gut, meine Lieben, ich habe ihn jetzt so angebracht. Das heißt, ich habe hier am Kopf noch einen Stich gemacht, damit der hier noch ein bisschen festgehalten wird, dieser Flügel. Und dasselbe machen wir jetzt auf dieser Seite auch. Das heißt, wir haben ja hier noch einen Faden übrig. Den fädle ich mir jetzt ein. Danach stoße ich den Faden hier ein bisschen durch den Hals und den Körper natürlich, oder durch den Kopf, besser gesagt, und zwar etwa auf die gleiche Höhe wie hier. Dann kann ich mir hier den Flügel nehmen und dann gucke ich, dass der in etwa die gleiche Position hat. Und dann ziehe ich den Faden einfach nur unterhalb des Drahtes durch, ziehe den mit dem Faden fest, gehe nochmals unten durch. So. Und ein letztes Mal, und bei diesem Mal mache ich jetzt noch einen Knoten. So, und jetzt verstecke ich den Faden irgendwo im Kopf. Schneide mir den Faden ab. Und dann sitzt der Flügel dort, wo er sein sollte. Mein Gott, die Fuseln hier. So, und dann können wir
die Flügel jetzt schön positionieren, so wie wir sie gerne haben möchten. Und dann schaut das Ganze so aus. Ich weiß nicht, ob ihr das so gut sehen könnt. Ich drehe das euch mal. Die noch ein bisschen schön positionieren. Und dann ist das auch schon gemacht. Ja, vielleicht so nach hinten, dass man das Gefühl hat, dass er jetzt dann gleich losfliegen möchte. Was ich jetzt noch machen möchte, ist, ich möchte ihm hier noch einen rosa Bauch machen und ein Herzchen. Und wie das funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Gut, wir machen jetzt noch das Bauchstück. Und zwar nehme ich jetzt 12 Festmaschen auf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Danach steche ich in die zweite Masche ein, also nicht hier in die erste, sondern in die zweite. Und dann häkeln wir 10 Festmaschen zurück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und in die letzte Masche häkeln wir 3 Festmaschen. 1, 2, 3. Jetzt häkeln wir 9 feste Maschen. Ich werde hier den Anfangsfaden gleich einhäkeln. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, die 9. Und in die letzte Masche häkle ich 2 Festmaschen rein. 1, 2. Ich schneide mir hier auch gleich den Faden ab. Dann setze ich mir einen Marker. Und in der nächsten Runde häkeln wir einfach 24 feste Maschen. So. Das ist jetzt knifflig hier. Meine Güte. Der will nicht durch. So, du musst aber... Was ist denn mit dir los?
Mein Gott. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 und 24. So, das sieht schon mal so aus. Dann in der nächsten Runde, da müssen wir in den Runden hier, müssen wir immer 2 Zunahmen machen, also einmal verdoppeln. Das heißt, wir kommen jetzt hier in die erste Ecke. Dann machen wir hier einmal eine Verdoppelung. Dann häkeln wir eine, 2 Festmaschen. Hier in der Ecke wird wieder verdoppelt. 1, 2. Dann häkeln wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ups, jetzt muss ich da einen neuen Faden nehmen. Die 9. ist noch nicht fertig. Das ist 9. Und in der 10. verdoppeln wir dann wieder eine und die 2. Festmasche. Dann häkeln wir wieder 2 feste Maschen, eine, 2 und in der Ecke verdopple ich dann wieder 1, 2. Und jetzt häkle ich einfach wieder bis zur Markierung. Das sind dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 feste Maschen. Dann sieht das Ganze schon mal so aus. Ich werde jetzt hier auf der Rückseite die beiden Fäden hier noch verknoten. Am Schluss werde ich sie dann noch ein bisschen einziehen, aber das stört mich jetzt momentan nicht. Danach häkeln wir eine Runde. Wo war ich jetzt da? 28 feste Maschen sollten es jetzt sein, wenn wir da alles richtig gemacht haben. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 und die 28. Gut. In der nächsten Runde werden wir nochmals in den Ecken Zunahme machen. Und das machen wir jetzt genau hier. Dann haben wir dazwischen 1, 2, 3, 4. Gut. Jetzt mache ich hier eine Zunahme. Einmal verdoppeln. Dann häkeln wir 1, 2, 3, 4 feste Maschen, dann wieder verdoppeln, 1, 2, dann häkeln wir wieder bis in diese Ecke, das sind dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Maschen. Dann werde ich wieder einmal verdoppeln. Dann häkeln wieder 4 feste Maschen. 1, 2, 3, 4. Einmal verdoppeln. 1, 2. Und dann häkeln wir bis zur Markierung nochmals festmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. So, das sieht doch schon echt cool aus hier. Jetzt muss ich mal schauen, wie das so ausschaut. Ich glaube nämlich, das wäre schon perfekt, finde ich. Ich habe die Anleitung so schnell zwischendurch mal geschrieben. Ich habe es gar noch nicht ausprobiert, aber ich finde, die sieht echt nicht übel aus. Ich weiß gar nicht, wie hoch ich sie machen soll, aber ich glaube, diese Größe wäre noch echt cool. Ich bin dann nachher noch weitergegangen und zwar hätte ich da noch geplant, 4 Runden mit 32 Festmaschen zu häkeln, aber das ist mir echt zu viel. Ich lasse das sein. Ich finde das jetzt so genau, wie es ist, perfekt. Und werde hier eine Kettmasche machen. Den Faden schneide ich mir oder reiße ihn einfach ab. Ich achte aber darauf, dass ich da wirklich genügend Faden habe zum Annähen. Ich habe alles eigentlich geplant, außer
ja, den Bauch hier. Das ist mir dann spontan noch so in den Sinn gekommen. Aber ich finde, der sieht jetzt so echt toll aus. Ich werde ihn jetzt genau so, wie er ist, anhäkeln. Und dann werde ich dann da noch ein Herzchen drauf machen. War so mein Plan. Mal gucken, ob das noch so bleibt. Aber ich finde das cool. Wenn ihr das natürlich größer haben wollt, also 4 Runden, finde ich jetzt da auch echt zu viel. Vielleicht noch eine Runde, maximal 2. Aber nachher würde ich da nichts mehr machen. Und ich finde es noch schön, wenn er da auch nicht ganz am Hals hochkommt, das Ganze. Also das finde ich jetzt echt gelungen. Mir gefällt es wirklich sehr, sehr gut. Und so hat man auch noch wieder ein bisschen, ja, eine Auflockerung, finde ich. Und es passt ja perfekt zur Schnauze, zu den Beinen. Also mir gefällt es echt gut. Das wird ein richtig oder ist schon ein richtig süßer Kerl hier. Er ist ja eigentlich ein Mädchen, nicht ein Junge, genau. Aber ich finde ihn so schnussig. Gut, dann werde ich das annähen hier noch und dann zeige ich euch noch, wie ich das Herz mache. Wenn ich es überhaupt, also machen werde ich werde es euch zeigen, aber ich weiß noch nicht, ob ich es dann tatsächlich anbringen werde. Das ist dann noch die Frage. Genau. So, meine Lieben, ich habe jetzt hier das Bauchteil noch angebracht. Was ich jetzt noch gemacht habe, ich habe ihn noch ein bisschen fein mit Stopfwatte ausgestopft. Jetzt hat er da noch so ein schönes Bäuchlein bekommen. Ich finde den wirklich so, so niedlich. Unglaublich, so richtig kuschelig und niedlich, das kleine Kerlchen. So, und jetzt möchte ich natürlich noch das Herz mit euch häkeln. Und zwar machen wir einen magischen Ring. Und wir häkeln 3 Luftmaschen. 1, 2, 3. Danach häkeln wir 3 Doppelstäbchen. 1, 2, 3 Mal abwaschen. Dann wieder 2 Mal umwickeln. Nochmal ein Doppelstäbchen. 1, 2, 3. Wir machen nochmal ein Doppelstäbchen, waschen wieder 1, 2, 3 Mal ab und danach kommen 3 Stäbchen. Ein Stäbchen, das zweite Stäbchen und das dritte Stäbchen. Dann häkeln wir eine Luftmasche. Dann kommt ein Doppelstäbchen. Eins, 2, 3 Mal abwaschen. Dann kommt wieder eine Luftmasche. Dann kommen 3 Stäbchen hintereinander. 1,
2, 1, zweimal abwaschen, dann nochmal ein Stäbchen, das wäre jetzt das dritte Stäbchen, dann kommen wieder 3 Doppelstäbchen. Das erste Doppelstäbchen, das zweite, das dritte und jetzt kommen 3 Luftmaschen, 1, 2, 3 und jetzt ziehe ich hier mein Herz zusammen. Alles schön zusammenziehen hier. Ich versuche es mal auf der Rückseite. Weil ich möchte das hier schon noch ein bisschen enger haben, das Ganze. Ui, jetzt ist es mir gerissen. Super. Ich probiere es mal, wenn ich da eine Kettmasche reinmache, aber das war nix. Gut, dann fangen wir von vorne an. So, meine Lieben, ich möchte mit euch noch das Herz häkeln. Wir machen einen magischen Ring und häkeln 3 Luftmaschen. 1, 2, 3. Danach häkeln wir 3 Doppelstäbchen. 1, 2, 3-mal abmaschen. Und jetzt machen wir nochmal ein Doppelstäbchen. Das ist dann das zweite. Und jetzt häkeln wir noch das dritte Doppelstäbchen. Ich muss da ein bisschen enger anziehen hier, sonst wird das dann alles viel zu weit. Danach häkeln wir 3 Stäbchen. Das ist das zweite Stäbchen, das dritte Stäbchen. Danach häkeln wir eine Luftmasche, ein Doppelstäbchen. Da maschen wir wieder 3-mal ab. Dann eine Luftmasche, 3 Stäbchen. Das war das zweite. Jetzt kommt noch das dritte Stäbchen. Jetzt kommen wieder 3 Doppelstäbchen. Eins, 2, 3. Nochmal ein Doppelstäbchen. Das wäre jetzt das zweite. Nochmal ein Doppelstäbchen. Und das ist das dritte. Ich ziehe da wieder ein bisschen zusammen hier. Da muss man wirklich immer schön Acht geben, dass man da nichts reißt. Und jetzt machen wir 3 Luftmaschen. 1, 2, 3. Und ich mache hier am gegenüberliegenden Teil des Herzes mache ich hier eine Kettmasche rein.
Nein, das stimmt nicht. Die Kettmasche kommt genau hier hin. So, als Abschluss. Jetzt muss ich das noch einmal versuchen, da ein bisschen enger zu ziehen. Und jetzt mache ich die Kettmasche in der nächsten freien Masche. So. Jetzt schneide ich mir hier den Faden. So. Wenn das geht, wäre das super, wenn ich da noch ein bisschen enger ziehen könnte. Aber das wird schwierig. Ich habe mir nämlich vorhin schon den Faden gerissen, musste ich gleich wieder von vorne anfangen. Bei dieser Wolle hier muss man wirklich sehr gut aufpassen. Ich werde jetzt das Ganze hier hinten noch verknoten. So. Und dann werde ich mir hier die Fäden schneiden, weil ich werde das jetzt ankleben mit Heißkleber. Und so sieht mein Herz jetzt aus. Ich kann das natürlich nachher noch schön ein bisschen zusammendrücken hier und noch schön positionieren. Und was ich natürlich auch noch will, ich habe mir hier solche so Halbperlen gekauft, die sind extremst schön hier, finde ich. Und genau so eine möchte ich jetzt hier in die Mitte des Herzens dann kleben. Das sieht doch wahnsinnig schön aus. Übrigens, die hier habe ich im Italienurlaub gekauft. Ich kann euch den Namen gar nicht mehr sagen. Auf jeden Fall wird der von einer chinesischen Familie geleitet, geführt. Ich nehme an, das ist ihr eigenes Geschäft. Die haben da 2,50 € gekostet, aber ich weiß gar nicht mehr, wie das Geschäft hieß. Aber die mussten mit. Als ich die gesehen habe, habe ich gesagt, will irgendetwas kommen die mir dann zu gut. Die werde ich für irgendetwas noch brauchen können. So, ich habe jetzt auch in der Zwischenzeit meine Heißluftpistole hier ja, eingesteckt, dass die warm wird. Und jetzt werde ich hier dieses Herz, ich glaube so in etwa so, ich muss das mal anstecken hier, damit ich ungefähr sehe, ob das gerade sitzt. Nein, das ist viel zu tief. Ich möchte das so mittig des Bauches haben. Ich zeige es euch nachher, aber wenn ich das so liegen habe, sehe ich das nachher viel zu wenig. Ja, das sieht doch toll aus. Gefällt mir echt gut. Und durch das, dass ich jetzt das mit dem Heißkleber anklebe, verziehe ich da natürlich auch gar nichts. Jetzt gehe ich da einfach überall ein bisschen drauf hier. Das ist wirklich eine sehr praktische und bequeme Variante, aber man muss halt schon aufpassen, dass man dann schlussendlich nichts versaut. So. Genau, das klebe ich mir jetzt genau so hin. Bisschen andrücken hier.
Und jetzt bekommt diese Perle noch einen schönen Klecks, dass die mir dann auch wirklich schön festhält. Und die kommt jetzt hier mittig ins Herz. Ich glaube. So, meine Lieben, das war's. Ich bin fertig mit meinem Dinosaurier. Der sieht wirklich echt süß aus. Ich bin echt verliebt und ich hoffe, euch gefällt er auch so gut wie mir. Die wunderschönen Flügel hier, die schönen Zacken, ich finde einfach alles richtig toll. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, wie ihr mein Drachen findet. Ja, ich danke euch natürlich auch für die Unterstützung meines Kanals durch die Mitgliedschaften und die Tanks. Das bedeutet mir wirklich echt viel. Das hilft mir natürlich auch immer wieder, Materialien zu kaufen und für euch wieder so tolle Amigurumi-Tiere herstellen zu können. Und das hat mir auch wieder eine riesengroße Freude gemacht und ich freue mich auch schon wieder auf die vielen zahlreichen lieben Kommentare und Mädels. Wenn ihr ihn nachgehäkelt habt, schickt mir unbedingt eure Bilder. Ich stelle die dann in die Community, dann können dann alle sehen, was ihr da für tolle Drachen gehäkelt habt. Genau. So, jetzt bin ich aber fertig und ich wünsche euch wirklich ganz viel Spaß beim Nachhäkeln und bis zum nächsten Mal. Tschüss.